bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen japanischen Füllfederhalter vorstellen, und zwar den Pilot 78G Plus. Und zwar gibt es den in ganz vielen Varianten. Ich habe hier eine Variante, die ist eine Weihnachtsvariante, und die kommt in einer besonderen Box mit noch ein bisschen Zugaben. Das will ich euch dann alles zeigen. Ihr könnt das schon mal schauen. So sieht die Box aus. Also aufwendig verpackt. Und diese Weihnachtsgeschenkbox, die werden wir dann natürlich, werde ich euch den Inhalt beschreiben, dann werde ich euch den Füllfederhalter selber beschreiben, dann machen wir Maße und Gewicht. Und dann machen wir einen Schreibtest und dann sage ich euch, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und zum Schluss ziehen wir wie immer ein kurzes Resümee und ich sage euch, wo ihr ihn bekommen könnt, wo ihr ihn vielleicht auch günstig kriegen könnt, und ob ich ihn mir wieder kaufen würde, weiß ich selber noch nicht. Ich habe ihn bisher nur mit Tinte befüllt und auch noch nicht ausprobiert. Das will ich jetzt mit euch zusammen machen. Und ja, dann ziehen wir ein kurzes Resümee und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr euch den Pilot 78G Plus kaufen wollt. Dann bis gleich. So sieht sie aus, die Box. Das 78G Plus von Pilot. Die ist zwar hier noch beschrieben, wie ihr seht, mit 78G, aber der wurde nur bis 2016 gebaut, der 78G. Und danach gab es den 78G Plus, und zwar diese transparente Version. Hier steht es auch drauf. Die gab es beim 78G, soweit ich weiß, nicht. Die gibt es nur beim 78G Plus. Und insofern, ja, haben wir hier, wie gesagt, den 78G Plus in dieser sehr schönen Geschenkverpackung. Hier seht ihr schon so ein bisschen, hier ist auch Tinte mit abgebildet. Pilot, der Hersteller. Hier war die verklebt. Das ist zum Rausziehen nachher. Zeige ich euch dann. Rückseite. Ja, seht ihr auch nochmal viele Schriftzeichen. Und eine Sache, die wollte ich euch mal zeigen, weil die wird auch im Netz häufig diskutiert. Da müssen wir mal hier ein bisschen gucken, dass wir das hier reinbekommen. Und zwar seht ihr hier pilotpen.com.cn. Das ist für mich der deutliche Hinweis, dass dieses Modell, das ist ja ein Einstiegsfüllfederhalter von Pilot, von dem japanischen Hersteller, dass dieses in China hergestellt wird. Wird im Netz viel diskutiert, aber ich glaube, hier ist es eindeutig erkennbar, dass dieser Füllfederhalter aus China kommt. Ich habe ihn auch bei AliExpress gekauft. Ja, hier ist nichts drauf auf der Stirnseite. Dann schlage ich vor, machen wir hier mal auf. Dann seht ihr es schon, diese Weihnachtsedition hier drin mit diesem Heftchen. Dann ist hier noch eine Mappe dabei. Hier unten könnt ihr schon die Tinte erkennen von Pilot. Also auch die Originaltinte. Und ja, dann ist hier so eine Plastikabdeckung drauf, die können wir mal rausnehmen. Dann haben wir hier diese Kunstledertuch, sage ich mal. Das fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Da kann man den Stift dann drin verwahren. Dann hier dieses kleine Notizbüchlein. Auch hier wirklich, ja, sehr schön. Nette Beigabe. Merry Christmas. Hier hinten auch nochmal Merry Christmas. Da sieht man es nochmal. Ja, dann haben wir hier die Tinte. Das ist also auch die Pilot-Tinte. Gucken wir hier irgendwas von der Herstellung. Made in Japan, hier kann man es sehen. Ein bisschen gucken, dass wir das hier ranbekommen, dass ihr das auch sehen könnt. Made in Japan, da ist es. So, also die Tinte kommt wohl direkt aus Japan. Die nehmen wir auch mal beiseite. Wie viel ist da drin? Habe ich gar nicht geguckt. 30 Milliliter sind da drin. Das ist also auch schon eine schöne Beigabe. Dann der Füllfederhalter an sich. Ich habe den hier schon mal mit Tinte befüllt. Ihr seht das nochmal. Pilot M, also mittlere Feder.
Kunststoff-Füllfederhalter, aber da gehen wir gleich drauf ein. Legen wir auch erstmal an die Seite. Dann haben wir hier diesen Pappeinleger, wo die ganzen Sachen drin waren. Hier mit so einem Gummiband nochmal befestigt. Ich muss das mal hier noch ein bisschen weiter für euch schärfer stellen, dass ihr hier auch was seht von dem, was ich hier mache. So, und dann gucken wir mal, da kann man das hier rausnehmen. Nochmal die Rückseite und hier ist nochmal eine Anleitung, da sagt der Pilot Hi und noch irgendetwas auf Japanisch oder Chinesisch oder einer mehr weiteren unbekannten Sprache. Mal gucken, ob wir das hier auseinander bekommen. Ein bisschen angeklebt. Ja, das ist nochmal eine Anleitung. Wie befülle ich so einen Füllfederhalter? Was muss ich da machen? Und ja, hier auch nochmal. Okay, das können wir alles wieder einpacken. Das passt so nicht. Die Tinte können wir auch wieder verpacken. Dann fehlt hier noch die Abdeckung. Haben wir erstmal soweit alles wieder zusammengesetzt und dann kommen wir zum Füllfederhalter an sich. Ja, ihr seht es hier. Mal ein bisschen näher rangehen, dass ihr ja auch was seht. Das war ein bisschen weit. Das ist ein Kunststoff-Füllfederhalter. Gesagt, hier markiert noch mit einer M-Feder. Fangen wir mit der Kappe an. Erstmal gucken, wie lange wir da aufdrehen müssen. Eine Umdrehung. Ein Dreiviertel Umdrehungen. Und dann habt ihr die Kappe ab. Ihr habt es schon gehört, die quietscht ein bisschen. Also das zeigt schon, das ist jetzt hier nicht High-End, was wir da vor uns haben, sondern das ist wirklich ein Einstiegsfüllfederhalter. Hier nochmal am Clip, aber schön gearbeitet. Der Clip hier auch funktional, ein bisschen fest, aber völlig in Ordnung. Ist mit Pilot gekennzeichnet. Dann kann man den Clip hier oben lösen. Von der Kappe her, das Abschlussstück ist auch in Kunststoff gehalten. Dann haben wir hier zwei Zierringe in Gold. Da seht ihr auch nochmal hier Pilot Japan oder Japan. Ihr seht, könnt das nochmal lesen. Also man will schon hier darstellen, das ist das japanische Produkt. Wobei, wie gesagt, ich denke, ich habe es euch auf der Packung gezeigt, das ist schon irgendwie in China hergestellt. Was ich hier ganz schön finde, sind hier diese Kunststoff, ich sag mal, wie so eine Art Sichtfenster, die das so ein bisschen wie so ein Periskop. Periskop ist der falsche Ausdruck. Wie heißt denn dieses Kaleidoskop heißt das, glaube ich, wo man so ein bisschen drehen kann und dann verschiedene Bilder bekommt. Das ist hier ganz nett gemacht mit diesen Teilen. Und ja, ganz schöne Kappe. Ich schätze mal hier, die Kappenringe, das ist aufgemalt. Kappe selber ist gut verarbeitet, haben wir gar kein Problem mit. Mehr mal aus, das stört hier ein bisschen. Haben wir gar kein Problem mit der Kappe. Alles zwar einfacher Kunststoff, aber gut verarbeitet. Ja, dann kommen wir zum Füllfederhalter selber. Auch hier seht ihr, das ist hier Kunststoff. Der ist auch gut verarbeitet, schön klar. Hier dieser Aufkleber, ich habe mal drauf gelassen. Dann drehen wir mal den Schaft ab. Schauen uns den mal genauer an. Eigentlich relativ unspektakulär. Hier oben habt ihr nochmal, wie wir es eben schon an der Kappe gesehen haben, nochmal solche kleinen, ja, ich sag mal, wie Verspiegelungen. Und ja, das sieht nochmal ganz gut aus. Ansonsten die Kappe der Schaft aus einem Stück gemacht und wenig spektakulär hier auch nochmal. Aber wenn man bedenkt, das ist ein Einstiegsfüllfederhalter, da kann man schon sagen, hat man sich ein bisschen Mühe gegeben. Ja, dann kommen wir hier zum Konverter. Der Konverter war dabei. Ist hier nochmal mit einer kurzen Anleitung versehen, wenn ihr das hier erkennen könnt, wie man den
zu bedienen hat, damit man die Tinte aufziehen kann. Finde ich auch ganz witzig. Der war übrigens mit dabei, was ich immer sehr gut finde. Und gerade bei einem Einstiegsmodell ist das ja nicht immer der Fall und bei deutschen Herstellern sowieso nicht. Dann habe ich hier schon mal Tinte eingefüllt. Das ist hier die Lamy T52 Bronze. Ich fand, die passt ganz gut dazu. Deswegen nehme ich ihn jetzt auch nicht raus, den Konverter. Hier finde ich auch sehr schön, dass wir hier am Feed, dass wir da, also am Tintenleiter, jetzt habe ich das deutsche Wort, dass wir hier so dieses durchsichtige Griffstück haben und dass man auch schön die Tinte hier drin sieht. Dann Tintenleiter selber ist eigentlich typisch für Pilot gemacht. Und hier die Feder auch sehr schön, finde ich. Gucken, ob man das hier so schön lesen kann. Noch ein bisschen, muss ich mal ein bisschen spielen damit, dass ihr das auch gut kennt. Pilot Super Quality Japan M. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Ich werde versuchen, noch ein bisschen weiter ranzugehen. So, jetzt seht ihr es auch alles sehr gut. Ja, also vergoldet. Inwiefern das haltbar ist, kann ich nicht sagen. Aber sieht sehr gut aus und wie gesagt, wir reden hier von einem Einstiegsmodell. Deswegen können wir da uns gar nicht so groß beschweren, dass da nicht so viel dran ist. Dann bauen wir mal zusammen. Und ja, ihr hört es hier so ein bisschen, das quietscht ein bisschen, ja, okay. Dann bauen wir ihn zusammen und dann machen wir als nächstes einen Schreibtest. Bevor wir jetzt zum Schreibtest kommen, will ich euch natürlich Maße und Gewicht nicht vorenthalten. Der Füllfederhalter ist, so wie er hier vor euch liegt, mit Tinte befüllt und Konverter ein absolutes Leichtgewicht. Der wiegt nur 12,6 Gramm. Also insofern muss man wirklich sagen, da gibt es deutlich schwerere Modelle. Der Stift misst ohne Kappe, so wie ich ihn jetzt hier in der Hand habe, 12,1 cm, mit Kappe 15 und also aufgesteckt, so mit Kappe aufgesteckt, 15, die hält auch, wie ihr hier seht, bombenfest, bietet sich vielleicht bei der Länge auch an und im geschlossenen Zustand, wie ihr hier seht, 13,4 cm. Okay, dann beginnen wir. Wir könnten eigentlich bei diesem Leichtgewicht mal die Kappe aufstecken. Ja, das fühlt sich schon mal sehr gut an. Also, heute haben wir hier den Pilot 78G Plus. Der ist mit einer M-Feder ausgestattet. Also Stahlfeder natürlich, klar. Die Tinte ist Lamy T52 Bronze und das Papier ist wie immer Clairefontaine DCP 160 Gramm. Okay, dann haben wir erstmal soweit die Beschreibung des Füllfederhalters. Ihr habt ja hier schon einen Eindruck, wie er denn schreibt. Und dann könnt ihr jetzt noch mal zuhören, wie er hier auf dem Papier klingt. Also ich finde, die Feder schreibt recht dünn für eine M-Feder. Kann man eher so ein bisschen nach europäischen Maßstäben in Richtung F-Feder denken. Das ist aber typisch für japanische und auch für chinesische Füllfederhalter. Aber besonders bei den Japanern ist mir das immer aufgefallen. Die sind alle etwas feiner. Aber die Erfahrung habt ihr vielleicht auch schon selber gemacht. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen und dann schauen wir mal, ob er gleich anschreibt und wir versuchen mal schnelles Schreiben. Ja, er ist sofort da.
Wunderbar. Tintenfluss, wenn ihr das hier euch mal anschaut, der ist also auch wunderbar. Da kann man gar nicht meckern. Ich finde, sieht auch sehr gut aus, wie der sich hier im Griffstück verteilt. Absolut griffig liegt das Griffstück in der Hand übrigens. Ich mag normalerweise recht breite oder recht schwere Füllfederhalter, muss aber sagen, dass ich mit dem hier ganz hervorragend zurechtkomme. Also das Schreibgefühl ist wirklich sehr, sehr gut. Da kann ich gar nicht meckern. Dann versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Ja, da kommt er an seine Grenzen. Er hält durch, aber das ist schon extra fein mit ganz wenig Tinte. Ich glaube, da braucht man nur einmal im Jahr nachfüllen, wenn man den nur verkehrt herum benutzt. Okay, dann werden wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Variation hier reinbekommen in die Feder. Mit aller Vorsicht. Nein, da kann ich also sagen, da bekommen wir keine Variation rein. Das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Okay, so viel zum Schreibtest. Und dann werde ich euch als nächstes verraten, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Pilot 78G Plus. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Pilot 78G Plus? Also gut gefällt mir, dass ein Konverter dabei ist. Gut gefällt mir auch, dass wir hier diese umfangreiche Ausstattung bei einem, ich sag mal, Entry-Level-Pen haben. Also das ist so das einfachste Modell, das man von Pilot bekommen kann. Da ist hier in der Kiste, ich zeige es euch nochmal, da ist eigentlich alles drin, was man so braucht. Da ist Tinte dabei, da ist die Hülle dabei, da ist das kleine Booklet dabei. Also für diese Christmas-Edition, außer diesem Booklet weist nichts auf eine Christmas-Edition hin, die könnt ihr das ganze Jahr über verschenken. Finde ich schon, dass das sehr gut verarbeitet ist. Auch diese Box hier ist wirklich feste Pappe. Und das ist schon toll, muss man einfach so sagen. Und wie gesagt, wir reden hier von einem Füllfederhalter, für den ich mit allen Zugaben ungefähr 20 € bezahlt habe. Also es ist ein absolut unschlagbarer Preis, allein wenn ihr schon die 30 ml Tinte mit bedenkt, dann ist das der Konverter dabei, also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Die Verarbeitung, muss ich auch sagen, das ist zwar einfacher Kunststoff, aber die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Das Schreibgefühl mit der Feder, muss ich sagen, ganz wunderbar, also wirklich absolut gelungen. Der Tintenfluss, ihr habt es selber gesehen, der ist wirklich hervorragend. Der Feder, oder ich sag mal, es ist ein sehr weiches Schreiben mit diesem Füllfederhalter. Also wirklich jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, aber die Feder ist wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wir reden hier von dem Gesamtpaket von 20 €. Mittlerweile haben sie das ein bisschen erhöht, da sind sie jetzt bei 40 €. Jetzt, das war so ein Sonderangebot, weil, wie gesagt, es ist alles teurer geworden. Da macht das hier keine Ausnahme. Aber auch für 40 €, wenn ihr die Tinte noch bedenkt, die kostet auch noch mal einen guten Zehner, wenn ihr die hier überhaupt bekommt bei uns. Die müsst ihr sie wahrscheinlich auch über AliExpress oder so importieren. Wie immer, ich bekomme nichts von AliExpress, ich bekomme auch nichts von Pilot. Ich will euch einfach nur einen Füllfederhalter vorstellen, den ich mir selber gekauft habe mit meinem eigenen Geld, bin da nicht irgendwie gesponsert. Und will euch sagen, das ist ein wirklich sehr, sehr feiner Füllfederhalter. Was gefällt mir weniger gut? Ja, er ist sehr leicht. Wen das stört, der sollte sich nicht dieses Kunststoffmodell kaufen. Ich mag normalerweise auch etwas kräftigere Füllfederhalter. Er ist auch sehr schlank. Das wäre mein zweiter Punkt, den ich hier ansprechen würde. Aber ich muss sagen, es ist jetzt in keinster Weise störend. Man hat ihn sehr gut in der Hand, ich hatte es ja schon gesagt. Das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, nee, normalerweise bin ich bei euch. Ja, so leichte Stifte sind da nicht so mein Ding und meistens ist ja dann das Plastik auch nicht toll verarbeitet, aber ich habe es euch gezeigt.
man hat sich auch hier bei diesem Füllfederhalter was einfallen lassen, um den auch attraktiv zu gestalten mit diesen ich sag mal, Kaleidoskop-ähnlichen Dingen im Plastik. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Was mir wirklich nicht gefallen hat, ihr könnt es ja noch mal hören. Ja, jetzt macht das nicht. Ja, hier noch ein bisschen. Er quietscht. Vielleicht hat er sich jetzt auch eingespielt. Jetzt quietscht er gerade nicht. Vorführeffekt. Dann soll das so sein. Das hat mir nicht so sehr gut gefallen. Und bei der M-Feder die könnte ein bisschen breiter sein. Aber wie gesagt, das weiß man eigentlich auch, wenn man sich einen japanischen Füllfederhalter kauft. Dann sind die Federstärken eher am unteren Rand der hier in Europa üblichen Federstärken angesiedelt. Ja, das wären eigentlich so meine negativen Punkte. Kommen wir zum kurzen Resümee. Würde ich mir wieder kaufen, muss ich euch sagen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen in dieser Ausgabe ist es auch ein schönes Geschenk. Ich finde, da ist alles dabei, was man braucht. Ich habe mich jetzt hier nur für eine andere Tinte entschieden, weil ich finde, die passt besser zu Weihnachten. Und da hätte jetzt für mich die schwarze Tinte nicht so gepasst. Aber alles in allem muss ich sagen, ja, wunderbar. Diese Box, das macht was her, das sieht gut aus. Würde ich mir auf jeden Fall wieder zulegen. Geholt habe ich sie mir über AliExpress. Nochmal der Hinweis, bekomme ich nichts dafür. Aber ihr müsst jetzt schon deutlich tiefer in die Tasche greifen für 40 Euro. Aber wenn ihr bedenkt, dass wenn ihr euch jetzt für einen 78 Plus oder 78G Plus entscheidet, dann seid ihr bei dem einfachen Füllfederhalter, da gibt es wieder Sondermodelle in Pastellfarben, die sehen auch alle sehr gut aus. Dann seid ihr da auch bei 20 Euro. Und ich finde schon, wenn man bedenkt, dass das mit Versand ist und diese Variante ja so in China nur zu bekommen ist, soweit ich das hier herausfinden konnte, dann ist das schon auch für 40 Euro noch ein schönes Geschenk und ein guter Preis. Ja, mich würde freuen, wenn ihr mir eure Erfahrung mit dem 78G Plus mal in den Kommentaren deutlich macht und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, ob euch gefällt, ob euch weniger gut gefällt, ob ihr euch ihn auch wiederholen würdet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.